Ja, herzlich willkommen bei 4 Reifen und ein Klo. Heute wird mal gebacken und zwar einen leckeren Rotweinkuchen. Wie wir das gemacht haben, zeige ich euch jetzt im Video. Für den Rotweinkuchen benötigt ihr 200 Gramm Butter oder Margarine, 100 Gramm Zucker, ein Päckchen Vanillezucker, ein halbes Fläschchen Rumaroma, eine Prise Salz, 3 Eier, Klasse M, 200 Gramm Mehl, 2 Teelöffel Backkakao, einen halben Teelöffel Zimt, ein halbes Päckchen Backpulver, das sind ungefähr 6 Gramm, 100 Gramm Raspelschokolade in Zartbitter, 100 Milliliter Rotwein, 50 Mandeln gehackt, alternativ könnt ihr auch Haselnüsse nehmen. Ich verwende zum Rühren einen akkubetriebenen Mixer mittlerweile, aber wenn der mal leer sein sollte oder es schnell gehen sollte, kann ich euch den OXO Handmixer ans Herz legen. Der rührt wie wahnsinnig, ihr könnt den auseinanderbauen, ihr könnt diese Teile hier abnehmen, den oberen Teil kann man sogar in die Spülmaschine packen und der ist für Links- und Rechtshändler geeignet. Ich habe darüber schon mal ein Video gemacht, wo ihr dann auch viele Sauereien seht, wie Sahne schlagen. Das habe ich extra im Glas gemacht, damit ihr auch seht, dass sie steif wird. Geht nämlich rucki zucki, der bleibt auch unten. Den kann ich euch ans Herz legen, wenn ihr unterwegs seid und keinen Strom habt. Ja, wir stehen ganz selten an der Steckdose, deswegen auch akkubetrieben. Ich benutze den jetzt, weil es jetzt einfach schneller geht und ist nicht so anstrengend. So. Für den Rotweinkuchen schlagt ihr die Margarine, 200 Gramm Margarine einmal kurz auf, fügt dann 100 Gramm Zucker hinzu und ein Päckchen Vanillezucker. Fügt ihr 3 Eier hinzu. Dann noch eine Prise Salz und ein halbes Fläschchen Rumaroma. Jetzt mischt ihr das Mehl mit dem Kakao. Zimt und das Backpulver. Das mischt ihr einmal kurz mit einer Gabel unter. Dadurch lösen sich auch schon viele Klümpchen auf vom Mehl. Und jetzt geben wir das abwechselnd mit dem Rotwein und dem Mehlgemisch zu den Eier-Butter-Mischung. Wer jetzt kein Rotwein mag oder aus gesundheitlichen Gründen kein Rotwein trinken darf, der kann auch alternativ Kirschnektar nehmen. Schmeckt es eigentlich ähnlich, auch wenn Kinder vor allem dabei sind, mit Kirschnektar. Der ist immer noch total lecker. Ist dann kein Rotweinkuchen mehr, sondern ein Kirschnektarkuchen, aber immer noch lecker. So, den Rest rühren wir einfach mal mit dem Teigschaber unter, weil Mehl sollte immer nur kurz untergeschlagen werden, weil sonst kann es sein, dass euer Kuchen nachher nach innen halt so absinkt, dann habt ihr den einfach überschlagen. Und das ist natürlich nicht toll. Ich gebe auch gleich schon mal als Mischung die Haselnusskerne, beziehungsweise du kannst auch Mandeln nehmen, 50 Gramm gehackter Mandeln oder 50 Gramm gehackte Haselnüsse. Manche haben ja nun mal eine Haselnussallergie, die können halt ausweichen auf Mandeln und noch 100 Gramm Raspelschokolade. Ich habe Zartbitter genommen, wenn du magst, kannst du auch gerne die helleren nehmen.
die Vollmilch. So, das Ganze füllen wir jetzt auch gleich in die Omnia-Form rein und dann geht der auch schon auf den Herd. Jetzt füllen wir den ganzen Teig erstmal in die Backform. Ich empfehle euch dafür auch auf jeden Fall die Silikonform zu verwenden, weil die Backform einfach zu heiß ist für den Kuchen. Darüber haben wir auch ein Video gemacht über die Silikonform. Da gehen wir nochmal genau ein, warum, wieso, weshalb. Auch warum ich jetzt plötzlich eine helle habe, denn das ist ein Teil aus der Due. So, aber erstmal einfüllen. Ihr könnt natürlich auch die rote Silikonform verwenden, wenn ihr die habt. Die haben alle das gleiche Material. So, Kuchen ist drin. Der geht jetzt einmal auf den Gaskocher. Haben wir ihn? So. Das Unterteil, das dürft ihr natürlich nicht vergessen, denn das ist für die Unterhitze zuständig. Einmal gucken, ob der mittig steht und ihr macht das Ganze von Anfang an bitte auf kleiner Flamme. Und da bitte auch gucken, weil es ist immer, jetzt geht die Flamme gar nicht an, es ist nämlich immer, wie voll ist eure Gaskartusche und da sollte man immer mal ein Auge drauf werfen, wie die Flamme sich verändert. So. Macht die Flamme nicht allzu klein, also nicht auf ganz, ganz winzig, sodass sie gleich ausgeht, sondern ein bisschen höher und dann habt ihr auch die richtige Flammengröße eingestellt. Und jetzt warten wir ein paar Minuten, machen später eine Stäbchenprobe und gucken mal, wie lange er denn braucht. 45 Minuten, kleine Flamme. Oh! Ah. Ja. Oh. Der ist schön, der ist schön. Ja, so soll er sein. Den holen wir jetzt mal raus. Okay, alles ein bisschen heiß, kriegen wir hin. Dann schauen wir mal, wie gut wir den rausstürzen können. Ist auch für mich immer wieder heikel. Also ich zeige euch jetzt mal einen Trick. Einfach mal den Kuchen so ein bisschen hochschlackern an jeder Seite, dann löst sich schon mal der Boden. Und dann wisst ihr auch, der flutscht auf jeden Fall aus der Silikonform heraus. Ich benutze dafür immer den Deckel. Ich sage euch auch gleich warum. Wow! Der ist dank der Silikonform richtig, richtig schön hell geworden. Oh, der ist ja schön weich, aber wie cool. So. Und dann stürze ich den nochmal auf ein Gitter. Das mache ich deswegen. Bei dem Omnia-Kuchen ist das immer so, dass die Feuchtigkeit auch nach oben steigt. Das heißt, hier oben ist alles noch ein bisschen weicher und die ganze Feuchtigkeit muss raus. Legt ihr den Kuchen jetzt einfach auf einen Teller, dann kann es sein, dass der unten nachher matschig ist. Deswegen empfehle ich euch immer, den zweimal zu stürzen. Das ist wesentlich besser für jeden Kuchen. Den habe ich jetzt noch einmal auf ein Gitter gestellt, weil der bekommt gleich noch einen ganz leckeren Guss. Für den Guss nehmt ihr einfach 150 Gramm Puderzucker und 50 Milliliter Rotwein oder alternativ Kirschsaft. Ich habe jetzt hier ehrlich gesagt Kirschsaft drin, weil ich mag den Rotweinguss nicht. Ich trinke sowieso keinen Alkohol und beim Guss kommt halt der Alkoholeffekt noch ein bisschen stärker raus, weil das verbackt ja nicht. Das heißt, die Aromen von dem Alkohol ziehen ja nicht raus. Von daher habe ich jetzt hier tatsächlich Kirschsaft drin und überziehe den damit jetzt einfach. Wenn der Guss euch zu flüssig ist oder zu fest, müsst ihr halt noch mehr Flüssigkeit zugießen oder halt alternativ auch den Puderzucker noch mal erhöhen. Ich glaube, hier war ich ein bisschen großzügig mit der Flüssigkeit. Egal, ich habe noch Puderzucker. Jetzt muss ich erstmal die ganzen Klümpchen da rauskriegen. Wisst ihr, was ich mache? Ich habe noch einen kleinen Freund. Den kann man nämlich auch teilen und dann passt der hier super toll rein. Und dann kriege ich jetzt auch die ganzen Klümpchen raus. So, ja, super, super gut.
So, ich mache da jetzt aber noch ein bisschen Puderzucker rein, damit er auch ein bisschen fester wieder ist. Ist noch nicht so, wie ich ihn gern hätte. So, ja, so sieht er gut aus. So gefällt er mir. Er hat auch eine leicht rosane Farbe. Wer die Farbe nachher, weil man weniger Flüssigkeit nimmt, die Farbe nicht kräftig genug findet, macht ein bisschen Lebensmittelfarbe rein und dann wird es auch sehr gut. Das sieht gut aus. Ich mal noch ein Messer dazu. Jetzt lassen wir das Ganze noch ein bisschen abkühlen, damit der Guss hart wird. Und dann kriegt er gleich auch noch eine andere Farbe, weil der ja erstmal antrocknet. Hier, der Rotweinkuchen ist nun fertig. Der war jetzt 45 Minuten knapp, war der auf kleiner Flamme auf dem Gaskocher. Und jetzt schneiden wir noch mal ein Stück an. Der Guss ist drüber, alles fertig und jetzt gucken wir, wie er von innen aussieht. Also der ist super fluffig von innen. Der ist richtig schön weich geworden. Der hat eine richtig schöne Farbe bekommen. Und ja, ich denke mal, der wird ganz lecker sein. Ich probiere den jetzt. Der ist echt lecker. Den müsst ihr unbedingt mal ausprobieren. Der ist wirklich, wirklich lecker. Ich trinke ja keinen Alkohol. Also der schmeckt jetzt nicht, meiner Meinung nach, nicht nach Alkohol. Wäre aber trotzdem vorsichtig, wenn ihr wirklich trockene Alkoholiker habt. Den Hinweis möchte ich gerne noch geben. Da habe ich mal mit dem Arzt drüber gesprochen. Bitte seid da vorsichtig. Denn dieser Geschmack, auch wenn der Alkohol nicht mehr drin ist, dieser Geschmack ist wohl auch manchmal sehr gefährlich. So, dieses Rezept verlinke ich euch gleich nochmal am Ende des Videos. Aber wir haben es auch in unserem Rezeptbuch. Das ist das Kochen und Backen 2 in einem. Das ist nämlich ein sogenanntes Umkehrbuch. Da habt ihr nämlich vorne ganz viele Kochrezepte drin und dann dreht ihr das nämlich um und dann habt ihr eure Backrezepte. Da ist halt beides in einem drin und hier ist auch der Rotweinkuchen. Ja, der ist auch hier drin erfasst. Wie gesagt, Rezept gibt es auch noch kostenlos auf unserem Blog. Verlinke ich euch und wünsche ich euch viel Spaß beim Nachbacken. Schreibt doch mal, ob ihr den schon mal gemacht habt und wie er euch geschmeckt hat. Oder wenn ihr den mal die nächsten Tage macht oder die nächsten Wochen, dann könnt ihr den Kommentar nochmal nachholen. Würde mich mal sehr interessieren. Und ich wünsche euch jetzt noch einen ganz tollen Tag.